Wir sind jetzt heute sogar schon an Nürnberg vorbeigedüst und sind direkt ins Frankenjura. Wir sind jetzt schon, ich glaube, so 20, 30 Kilometer vom Hirschbachtal. Und da haben wir uns nämlich ein paar Kletterrouten rausgesucht, die wir klettern wollen. Sind heute dann noch nicht hingefahren, weil wir haben irgendwie gesehen, die Gegend scheint sehr touristisch zu sein und die ganzen Parkplätze kosten halt auch alle Kohle. Und ja, das wollten wir noch ein bisschen vermeiden. Deswegen fahren wir da morgen erst hin, haben uns da die Kletterrouten rausgesucht, die wir dann klettern wollen und bleiben heute mal ein bisschen außerhalb stehen. Aber auch echt schön hier. So ein kleiner Wandererparkplatz. Gehen wir vielleicht noch mal eine Laufen nachher eine Runde. Wir sind jetzt im Hirschbachtal und ja, wir suchen gerade die Kastellwand. Also hier sind mehrere Kletterrouten, hier gibt es auch Klettersteig und sowas. Ich denke mal so 2 Tage werden wir uns hier wohl die Zeit vertreiben. Und sieht schwer aus, ne? Ja. Allerdings sind das hier die schweren Routen. Hier die nächste, das ist eine 10. Ja, oh. Die Ruhigblut ist eine 8 plus. Ja. Und dann geht es hier weiter mit 7 plus und 8 minus. Und dann geht es aber weiter rum und da wird es dann nachher so 7, 6, 6 plus. Okay, können wir da erstmal zum Einstieg mal gucken gehen. Genau. Der Weg zur Route und von der Route weg ist bald schwieriger als die Route, ne? Auf jeden Fall. Irgendwie habe ich, glaube ich, den falschen Weg gewählt. Nee, ja, vorhin sind wir da hochgegangen, den Weg. Ja. Aber geht schon. Ich schmeiß das Seil doch erst runter. Ist das wirklich runter? Ja, schmeiß runter. Es geht schon nicht kaputt. Nein! Scheiße! Er ist zum Glück liegen geblieben. Das ist schwer. Ja. Es ist wirklich wieder ungewohnt, am Fels hier zu klettern. Also wir hatten jetzt ja ein guten Jahr Pause so mit Klettern. Wir waren halt ab und zu nur mal in der Halle, aber das ist halt doch was ganz anderes. Und gut, im Harz waren wir jetzt noch einmal, aber irgendwie ist das auch nicht so richtig vergleichbar. Also, und die Routen sind recht schwer bewertet oder wir sind so schlecht in Form. Oder beides. Ja, oder beides. Wir gehen jetzt nochmal weiter zur Wand. Oh, das ist hingepackt. Das ist, wenn man ohne Sicherung geht. Ne, wir gehen jetzt nochmal weiter zur weißen Wand. Da gibt es noch ein paar einfachere Routen. Ja, ich glaube, deine Kraft lässt nach, ne? Ja, ich weiß auch nicht, ob wir das noch hinkriegen, aber wir versuchen es mal. Ja. Sind, glaube ich, ist eine Viertelstunde Fußweg von hier jetzt noch. Da, Und genau, den Hauptweg folgen und dann kommen wir zur weißen Wand. Die weiße Wand haben wir gestern leider nicht mehr gefunden, aber heute wollen wir dann den hohen Glückssteig, also so einen Klettersteig machen. Ja, wir sind gestern, also weiße Wand, wie gesagt, nicht gefunden, aber wir hatten noch eine andere Kletterpassage gefunden, die wir dann noch gegangen sind. War eigentlich auch ganz cool, aber wir haben halt gemerkt, wir sind echt außer Form. Oh, ja. Da war in der einen Route, da war ich dann halt recht oben, also kurz vorm Ausstieg, da ist dann halt so ein, ja, wie heißt das, Schweineschwanz. Schweine- Nee, Sauschwanz. Ach, Sauschwanz, genau, Sauschwanz. Das ist dann, da legt man halt das Seil rein und kann sich im Prinzip wieder ablassen. Und auch hier die Clipabstände zwischen den einzelnen Sicherungspunkten hier im Frankenjura sind relativ hoch, muss ich sagen. Da mussten wir uns erstmal wieder dran gewöhnen. Stellenweise habe ich auch so als Keile als Zwischensicherung gesetzt. Und bei der einen Route halt im Ausstieg fing halt richtig an so zu zittern, habe mich echt unsicher gefühlt. Aber es fehlt auch immer noch ein bisschen Kraft. Also wenn man nicht wirklich jede Woche da klettern geht, merkt man das halt sofort. Und ja, jetzt haben wir uns deswegen überlegt, heute geht es halt den Klettersteig. Ich glaube 2 Stunden oder sowas ist er zeitlich angesetzt und soll halt richtig schwierige Passagen auch haben, die irgendwie mit einer
D bewertet D sind. und E. Also der knackige Herzog, das ist wohl der Einstieg. Und also den kann man auch umgehen, wenn einem das zu schwer ist. Aber das ist so D bis E. Also wir werden sehen, wir probieren es aus. Ja, wir sind dann halt über Nacht, sind wir hier auch auf dem Parkplatz stehen geblieben. Genau. Der kostet zwar 5 Euro, eigentlich versuchen wir das ja immer zu vermeiden, so ein bisschen Geld fürs Parken zu bezahlen. Ja, aber die Rechnung war nachher eindeutig. Ne? Also wir hätten auf einem anderen Parkplatz fahren können. Der ist allerdings so 5-6 Kilometer weit weg. Und die Hin- und Rücktour würde uns fast genauso viel kosten, Ja, als und wir das, fahren. genau, deswegen haben wir gesagt, halt für 5 Euro können wir dann halt hier über Nacht ruhig stehen bleiben und wir können halt jetzt wieder zu Fuß zu unserem Klettersteig gehen. Ohne Wanderkarte ist hier stellenweise ganz schön schwierig. Das fiel uns gestern beim Klettern auch schon auf. Oft ist so in Klettergebieten, wo das so ein bisschen alles erschlossen ist, gibt es so kleine Guides, so eine kleine Tafel, wo man sieht, wo welche Routen sind. Und hier empfiehlt sich wirklich eigentlich so einen Wanderführer dabei zu haben oder Kletterführer, was wir natürlich nicht haben. So, jetzt haben wir es gefunden. Also links vom Bambini-Klettersteig ist der Höhenglückssteig. War ein bisschen verwirrend gerade. Der Bambini-Klettersteig sah auch gar nicht so bambinihaft auf, muss ich sagen. Jetzt müssen wir erstmal Klettergurte anlegen und dann geht's hier mal rauf. Sieht ja ganz cool aus. Und es geht in die Sonne. Yay. Ich weiß nicht, wie darum kommt. Ja, wir kriegen es sogar hin, uns auf den Klettersteig zu verlaufen. Never could have told you till now that the audience was just me and you above all I've tried to please and you can't
Ja, die Aussicht hier ist auch nicht zu vernachlässigen. Also wenn man so über die Baumwipfel rüber guckt, ist echt schön. Und zum Glück sind auch ein paar Wolken reingezogen. Also weil sonst ist es ganz schön warm. Ich glaube irgendwie sind 29, 30 Grad vorhergesagt. Aber durch die Wolken ist das eigentlich ganz gut auszuhalten. Okay, weiter geht's. Also das ist an sich eigentlich auch ein ganz cooler Einsteiger-Klettersteig, weil man hat halt jederzeit die Möglichkeit, immer aus dem Klettersteig rauszugehen. Weil es sind immer so ja, einzelne, also so Felsen, die halt so rausgehen, zu denen man geht. Da gibt es immer mal schwierige Passagen, mal leichte. Und man hat halt auch die Möglichkeit, wenn man nicht mehr kann, die schwierigen zu umgehen und sowas. Also das ist eigentlich ganz cool, um da halt langsam wieder reinzukommen oder um das mal zu üben. Und wie viele Wände kommen noch? 5, 6. Echt? Ach cool. Ja, das ist eine 2 am Baum. Und da hinten ist noch eine 2, also da lag. Ich glaube, das sind hier die Petrusfelsen, durch die wir so durchwandern. Ich glaube, das ist falsch. Da unten, da ist ein Pfeil. Da unten geht es einmal lang. Wir klettern hier gerade in so eine kleine Höhle. Und da ist jetzt ein richtig kleines Loch. Mit Rucksack, glaube ich, passt man da nicht durch. Da muss man den Rucksack irgendwie voransetzen. Und da geht jetzt die Route weiter. Ziemlich witzig. Hallo. Ist schon ein bisschen witzig, ne? Ich habe da gerade so durchgepasst mit meinem Rucksack. Ja. Also man muss ihn nicht abnehmen. Genau, jetzt da unten ist ein kleiner Metalltritt. Eine Stufe, den kannst du rechts treten. Und dann musst du dich mit dem Rucksack da so ein bisschen durchschlängeln. Also wenn man Klaustrophobie hat, ist das auch nichts, ne? Nee. So. So, die Höhle jetzt hier, das ist ungefähr die Hälfte von Teil 2. Also sind wir auch gleich mit Teil 2 durch. Ich muss mich korrigieren. Das ist das Ende von Teil 2, nicht die Hälfte. Ein cooles Ende. Ja, ist ein richtig cooles Ende, richtig cooler Abschluss. Also das lohnt sich, da lohnt sich auf jeden Fall, den Teil 2 noch mitzumachen. Auch wenn man nach Teil 1 schon kaputt ist, macht den Teil 2 noch mit. Genau, und jetzt geht's in Teil 3. Wir haben eben andere Klettersteiger, ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Wanderer, Klettersteiger, keine Ahnung, getroffen. Die haben gesagt, der Teil 3 hat es nochmal in sich. Hier gibt es auch nochmal einen Zwischenausstieg, wenn man in Teil 3 nicht mehr weiterkommt. Ja, eben hat Andrea die Kraft ein bisschen verlassen. So, natürlich an einer ungünstigen Passage gerade. Aber das ist halt immer ganz gut, wenn man auch so ein Standplatz-Set mit hat. Also sich schön hinsetzen, Pause machen, ein bisschen durchatmen. Und jetzt geht's halt zum Glück weiter. War schon. Das letzte Ende hat es noch in sich gehabt, ne? Oh Mann. Aber super gemacht.